mache ich auch den Genau. Wartebereich aus. Sehr schön. Herzlich willkommen schon mal alle. Wir starten gleich offiziell. Ich glaube, jetzt sieht es gut aus, dass nicht noch. Kann immer noch jemand eintrödeln, aber wir starten jetzt. Herzlich willkommen zu unserer Ask the Expert Session. Heute noch einmal und das letzte Mal erstmal zu den Quality Checks in PEC 2024. Es ist der dritte Teil und wir haben das ja aufgeteilt. Letztes Mal haben wir schon die ersten Quality Checks besprochen, was die Hintergrundinformationen sind, um sie besser zu verstehen und wie man die Fehler dort korrigieren kann. Und heute kommt der zweite Teil dazu. Die letzten 7 Checks besprechen wir heute. Und dafür begrüße ich ganz herzlich wieder Regina Paul und Patrick Foster, unsere beiden Experten zu diesem Thema. Und es freut mich sehr, dass ihr das wieder macht, dass ihr dabei seid. Und wie das letzte Mal auch schon, ich hatte das schon erwähnt, bei uns in der Firma darf jeder in seiner bevorzugten Sprache sprechen und Patrick versteht super gut Deutsch, aber in Englisch ist er besser beim Reden und deswegen wird Patrick die Deep Dives in Bezug auf die Quality Checks, weil er diese ganzen Checks entwickelt hat, auf Englisch erklären. Und genau, Regina wird natürlich Deutsch sprechen. Ganz kurz noch zum Organisatorischen. Bevor wir richtig loslegen, es gibt auch wieder die Möglichkeit, die Untertitel einzuschalten. Also wenn ihr oben auf der Menüleiste zu den 3 Punkten geht und dann Sprache und Sprechen und dort Live-Untertitel aktivieren anklickt. Das kann jeder für sich machen, der es braucht. Wir werden natürlich auch die Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, so wie wir das zu den ersten beiden Teilen schon gemacht haben. Und die sind ja schon verfügbar. Dort überarbeiten wir die Untertitel immer, weil die automatischen Untertitel nicht immer ganz perfekt sind. Die korrigieren wir dann. Das heißt, die Aufzeichnungen, die aufgezeichneten Videos, die könnt ihr jetzt auf unserer Webseite euch anschauen mit den korrigierten Untertiteln für all die, die das benötigen. Ich glaube, das ist erstmal vorab genug. Am Ende kommen dann nochmal so ein paar weitere Links oder Veranstaltungstipps. Jetzt steigen wir richtig ins Thema ein. Und ich würde sagen, Regina, Patrick, ihr dürft loslegen. Thank you. Well, like you said, we did the first half of the checks last time. We left off with the 2 Toki element checks. And so we'll continue with the validity of alternative texts or Gültigkeit von Alternativtexten. So this check tries to determine if alternative text has been auto-generated. So for example, if you include an image in a document, it might auto-generate a text as to where that image was saved on your computer or the file name of the image or any number of other auto-generated texts. So we basically, when we think a text has been auto-generated, we give a warning. If we think it hasn't, we throw a pass. And so Regina, I'll pass it over to you. Thank you, Patrick. Just a second, please. I'm experiencing trouble starting the recording. Sorry for interrupting, but I think this is important. Miriam, if you could go to Weitere in the top and Aufzeichnung und Transkribieren und dann Aufzeichnung beginnen. Ich habe da keine Reaktion, wenn ich dort klicke. Ich auch nicht. Dann bin ich auch im Moment nicht. Ich bin rein und raus. Okay. Es tut mir leid. Das heißt, Also, okay, ganz kurze Regie-Diskussion. das hatte ich jetzt auch noch nicht. Bist du über, ist es über unsere Eventadresse? Miriam hat es angelegt, ist die Organisatorin, ich bin Mitorganisator. Normal kann ich Aufnahmen starten. Okay, dann ist das jetzt eine Teams-Geschichte, aber das ist natürlich sehr schade, wenn wir diesen Teil jetzt nicht aufzeichnen könnten und dann nicht zur Verfügung stellen könnten. Okay. Aber dann hängt es bestimmt an. Dann muss es irgendein Fehler in Teams sein. Okay.
Ja gut, lassen wir uns nicht davon abhalten, müssen wir dann noch überlegen, wie wir das machen. Also hier wird es jetzt leider zumindest nicht eine Aufzeichnung von dieser Session geben und dann werden wir einfach gucken, dann werden wir das vielleicht nochmal machen für uns und dann eine Aufzeichnung erstellen dafür. Okay, dann geht es jetzt weiter. Regina. Okay, wir machen trotzdem weiter, genau. Ich teile meinen Bildschirm, einfach um es besser zu erklären. Genau, wir haben hier verschiedene Dateien vorbereitet, wie letztes Mal auch schon, einfach um die Fehler nochmal zu demonstrieren und natürlich auch, wie man sie löst. Wir sehen hier schon, hier ist eine Warnung. Schauen uns auch mal an, wo genau sie liegt. Ja, da ist jetzt das ganze Bild, die ganze Abbildung inkludiert. Und wir können das aber bei Access PDF lösen. Und zwar ganz einfach, indem wir auf die Figur klicken und dann hier den Alternativtext ändern. Natürlich kann nicht erkannt werden, ob das inhaltlich dann korrekt ist, aber so als Beispiel jetzt erstmal. Genau. Und dann zeigen wir nochmal, dann müsste die Warnung jetzt auch verschwunden sein. Genau. Regina, jetzt war das für mich so, ich weiß gar nicht, haben wir, also in PEG, du kriegst die Warnung und wo kannst du in PEG diesen Alternativtext direkt überprüfen? Also wenn man wissen möchte, Moment, ich kriege da jetzt die Warnung und was ist da jetzt eigentlich angegeben? Wie würde man das am schnellsten in PEG machen? Also wenn du vielleicht noch mal, wenn du noch mal, hast du die noch, die fehlerbehaftete Datei? Oder hast Nein, du ich die habe jetzt? sie jetzt neu gespeichert mit Okay. Fehlerkorrektur. Ja. Okay. Dann ist es zumindest so, dann geh doch einfach kurz jetzt mit der Datei, die du hast, in die Screenreader-Vorschau. Dort werden ja auch immer die Alternativtexte angezeigt. Und da sieht man jetzt den korrigierten und so hat man immer einen schnellen Gegencheck, wenn man da reingucken möchte. Weil man kriegt ja ein Ergebnis von dem Quality-Check und sagt dann, ja, aber stimmt denn der Quality-Check oder das Ergebnis? Und dann kann man hier nochmal kurz gucken. Das ist die schnellste Art und die netteste, finde ich, in der Screenreader-Vorschau zu gucken. Genau. Okay. Wir machen es auch immer so, dass wir Fragen schon haben zu jedem Check. Also wenn es hier jetzt gerade Fragen zu diesem Quality-Check, Gültigkeit eines Alternativtextes gibt, dann bitte stellt eure Fragen im Chat. Ich habe ein Auge darauf und versuche das dann hier einzuspeisen. Ihr dürft auch zwischendrin schon Fragen stellen und ich gucke halt immer am Ende einer Check-Vorstellung, ob es da dann Fragen dazu gibt. Und dann können nämlich Regina und Patrick darauf eingehen. Ich sehe jetzt zu diesem Check, habt ihr keine Fragen? Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten. So, continuing to the next check, it's also about alternative text. It's named alternative text on text elements or alternative text by text elementen. And so the idea of this check is that text elements or text-based tags should not have alternative text set on them. So that includes headings, H's, H1s through 6, paragraphs, labels, notes, references, all of that. We basically will, when there is an alternative text set on one of these text-based tags, we will warn. And if there is no alternative text, then of course we just skip. So, Regina, I will pass it over back to you. Danke, Patrick. Auch hier haben wir eine Datei vorbereitet. Da kommt jetzt wieder eine Warnung. Wir können uns anschauen, welcher Text einen Alternativtext gesetzt hat. Das sind zwei Beispiele hier.
Das kann man dann jetzt auch in der Screenreader-Vorschau sehen, dass hier nochmal der Alternativtext vorhanden ist. Und das können wir auch in Access PDF beheben. Und zwar ganz einfach, indem man den Alternativtext löscht, entweder so oder hier, ganz schnell. Genau. Falls Mhm. man einen anderen Text für dieses P haben möchte, dann kann man Originaltext stattdessen einfügen. Und jetzt nochmal die Überprüfung. Hatte ich vergessen zu speichern? Genau, und vielleicht noch so als Hintergrundinfo, Alternativtext, sehr gut. Jetzt ist kein Fehler mehr Ja. da, es ist behoben. Also Alternativtexte auf Text sind immer falsch, ja, weil Text ist ja schon Text und Alternativtext ist für Elemente, für Nicht-Text-Elemente, also Grafiken, Formeln, also all diese Sachen. Und es kursiert dort so diese Auffassung, oh, ich kann ja da so ein bisschen so einen Trick machen und da einen Alternativtext auf Text setzen. Das Problem dabei ist, dass der eigentliche Text dort verloren geht, ja, und dass es auch nicht klar ist, wie die unterschiedlichen assistiven Technologien mit dieser Kombination umgehen. Also sehr wahrscheinlich wird dann nur der Alternativtext gelesen und wir raten von solchen Tricks ab, die negative Auswirkungen auf andere Szenarien, Nutzungsszenarien hätten. Und deswegen hier diesen Quality Check, keine Alternativtexte auf Texte setzen. Gibt es Fragen zu diesem Check? Ganz oft ist es ja sehr umstritten. Normalerweise gibt es ja immer Fragen dazu, weil Alternativtext, weil es manchmal eine schnelle Lösung ist, um irgendwelche Fehler in einem Dokument so hinzudrehen, ja, dass dann doch irgendwie etwas funktioniert. Da wird dann auf einem Punkt, wird dann irgendwie ein ganzer Satz gesetzt als Alternativtext, um irgendwie Text da noch reinzupfriemeln. Und all das wird hier bei diesem Quality Check natürlich gefunden und bemängelt. Und dann dürft ihr entscheiden, lasse ich das jetzt so oder nicht? Oder gehe ich den Regeln entsprechend dahin, dass ich jetzt keinen Alternativtext auf Texte setze? Gut. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Check. Okay, so the next check is completeness of link elements or Vollständigkeit von Link-Elementen. And the point of this check is that we go through the text of a document and we attempt to determine, well, okay, this part of the text, it looks like a URL or it looks like something that you use to send an email, or it could be any number of linkable elements. And when we find one of those, we determine, is it already inside a link element? If so, it's a pass. If not, then we have a fail, because link text that has a website or an email address or something really does need to be within a link element with, of course, a link annotation. And so, Regina, I pass it to you. Jawohl. So, dann schauen wir erstmal, wie der Fehler jetzt hier wieder aussieht. Er hat jetzt hier erkannt, da ist einmal eine Internetadresse. In dem Paragraphen sind insgesamt 3 Links, nur zur Info, aber er hat jetzt hier das HTTP erkannt. Das kann man beheben, entweder im
Quelldokument als Word-Datei zum Beispiel dann einfach die Links einfügen oder etwas komplizierter dann bei Acrobat die Links nachträglich taggen. Ich habe mal hier eine Version vorbereitet, in der dann ein Link schon getaggt ist. Das müsste dann so aussehen. Hier ist der Link, die E-Mail-Adresse. Die anderen 2 Links müssten aber noch nachträglich getaggt werden. Genau, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir das nicht, ja, zeigen wir das erstmal nicht. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt ja, wenn es bereits einen aktiven Link gibt, es gibt bereits eine, im Fachbegriff sagt man Link Annotation im PDF und es fehlt dieser Link-Tag und die Objektreferenz, dann würde der PDF-UA-Check genauso wie der WCAG-Check bereits ausrufen. Weil dann weiß nämlich die Software, oh, das ist ja ein aktiver Link, der nicht getaggt, also der nicht getaggt ist. Hier geht es jetzt darum, ich habe im Text Hinweise, dass es ein aktiver Link sein müsste. Also, und das geht dann, so wie Patrick das erklärt hat, also entspricht es dem Muster eines Weblinks oder entspricht es dem Muster einer E-Mail-Adresse? Und dann findet dieser Check diese Elemente. Das ist sehr elegant, weil bisher haben wir immer zum Beispiel in der Screenreader Preview, dort kann man ja auch suchen, dann haben wir immer von Hand gesucht, Moment, gibt es hier www oder http oder Elemente, die noch keine aktiven barrierefreien Links sind. Und das ist jetzt sehr elegant, weil das können wir jetzt mit einem Schlag machen über diesen Quality Check. Also wir sind auch intern froh über diesen Quality Check. Ganz viele dieser Quality Checks, die entstanden auch, oder ich meine, das ist immer so, dass wir die erstmal intern einsetzen und dann sehen, ist das praktikabel, macht das Sinn, hilft es uns? Und wenn wir dann Zeit und Nerven sparen mit einem Quality Check, dann bauen wir den auch in die veröffentlichte Software ein, sodass ihr alle davon profitieren könnt. Also das heißt, die Dinge sind schon immer auch geprüft und da bringen wir nicht einfach nur irgendwelche unsinnigen Checks mit rein, sondern wirklich Zeitsparer, die sich wirklich auszahlen für euch. Genau. Josephine hat ja noch geschrieben, Screenreader Preview mit Steuerung F durchsuchen ist ein Klassiker, um manuelle Prüfung zu unterstützen. Genau. Und das haben wir bisher gemacht und jetzt zumindest für solche Links oder also E-Mail-Adressen und URLs, das geht jetzt schneller. Und dann bleibt euch noch Zeit, also wir können ja nicht komplett die ganze manuelle Prüfung ersetzen, sondern die Quality Checks, die sollen einfach helfen, dass ihr dort weniger Zeit verbringen müsst. Und hier gibt es noch einen weiteren Kommentar oder eine Frage. Also Alternativtext auf Text, das sehe ich ein. Gerne würde ich einen versteckten Hinweis, der nur für Screenreader-User relevant ist, einfügen. Gibt es da eine Idee? Ich habe das mal mit einer Pixel-Grafik gemacht, war aber darüber nicht so erbaut. Genau, versteckte Hinweise für Screenreader-User. Ja, das ist ein beliebtes Szenario, dass man sowas machen möchte. Wir raten immer von so etwas ab. Es geht ja um Equal Access. Das heißt, warum sollte ich einem Screenreader-User mehr zeigen, mehr geben, mehr Text geben, mehr Inhalte geben als einem sehenden User? Ja, also ganz oft, also Paradebeispiel, die zwei unterhalten sich. Ein sehender User sagt zu einem Screenreader-User, hey, geh mal auf die Seite so und so, da siehst du den folgenden Text oder hier diese Überschrift und so weiter. Dann sollte er das genau auch so dort finden. Und deswegen raten wir ab von Sonderlösungen für Screenreader-User. Also das mal so als grundsätzliches Prinzip. Das zweite Prinzip ist halt Alternativtext auf Text, dass man das sein lässt. Es gibt natürlich immer auch, also es gibt ja noch ein zweites Attribut, was so ähnlich ist. Das ist dann Actual Text, also Ersatztext oder Originaltext auch manchmal übersetzt. Das ist wirklich dazu da, nicht Textelemente, die als Text konsumiert werden sollten. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt verpixelten Text oder ich habe so ein Initial, der eigentlich ein Buchstabe von einem Wort ist, am Anfang
und das ist eine Pixelgrafik, dann würde ich dort Originaltext draufsetzen. Bei Originaltext ist es wirklich so, dass das Bild, also das Pixelobjekt, verschwindet für einen Screenreader und dann tatsächlich echter Text dort ist. Also das wäre die Technik, die richtige Technik dafür. Und für solche versteckten Hinweise, wie gesagt, macht lieber offene Hinweise, wo alle davon profitieren, weil es gibt ja auch Low-Vision-User, die dann vielleicht mit der Bildschirmlupe arbeiten, die kriegen dann diese versteckten Hinweise nicht. Und oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die könnten vielleicht auch von solchen Hinweisen profitieren, auch die dann auch keinen Screenreader einsetzen. Also deswegen überlegt bitte, wie könnt ihr solche Hinweise allen zugänglich machen und nicht nur einer bestimmten Nutzergruppe. Sehr schön. Also Matthias sagt noch, okay, dann bin ich ganz bei dir, Markus, das war jedoch eine große Überzeugungsarbeit. Ja, aber super, dass du das hingekriegt hast. Ich weiß, es gibt, diese Meinung hält sich hartnäckig, Alternativtext auf Text. Aber ich bin der Chair der Arbeitsgruppe für die PDF-Barrierefreiheitstechniken und auch dort, das sind ja internationale Experten von den unterschiedlichsten Firmen zusammen. Da haben wir auch immer harte Diskussionen. Jochen weiß, wie es da abläuft, er ist auch immer mit dabei. Und aber selbst dort ist es auch klar, also Alternativtext auf Text, nee, das das wäre ein Fail. Genau. Also das wäre ein klarer Fehler. Gut, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten. Great. So the next check is the formal correctness of LI, list item elements, formale Korrektheit von LI-Elementen. So this check determines, does an LI tag contain one and only one L body tag? So if it contains one and only one, it's of course a pass. If it contains no L body tags, this is a fail. And if it contains more than one L body tags, this is also a fail. So Regina, I think you have something to show. Yes. Schauen uns den Fehler hier nochmal an bei PEC. Also hier steht es auch nochmal, muss genau ein L-Body-Element enthalten und kann Label-Elemente enthalten. Das heißt, Labels können auch weggelassen werden, je nach Liste. In dem Fall hier haben wir jetzt 2 L-Bodies. Das zeige ich jetzt nochmal bei Access PDF. Und auch, wie man diesen Fehler dann bei Access PDF beheben kann. Geht hier einmal um den letzten Listenpunkt, der seitenübergreifend ist und dadurch dann ja 2 L-Bodies hat. Das kann man beheben. Es sind schon jeweils die Ps innerhalb des L-Bodies getaggt. Man schiebt dann ein P, das obere L-Body ist manchmal ein bisschen, das ist erstmal oben drüber und dann die wieder tauschen. Das ist leider nicht sehr nutzerfreundlich. Genau, und dann kann man das ja, zusätzliche L-Body entweder löschen hier, Text und Inhalte, oder auch mit diesem Punkt leere Text löschen. Genau. Haben wir einen L-Body mit jeweils 2 Ps. Da habe ich eine Frage, Patrick. Mhm. Ich glaube, wir haben es noch nicht richtig diskutiert oder wir haben schon mal und ich habe wieder vergessen, wie genau die Antwort war. Das ist ja letztendlich ein Syntaxfehler, wenn ich dann 2 L-Bodies da drin habe. Das ist oder wie so ein Grammatikfehler in der Struktur, in der LI-Struktur. Warum prüfen wir das nicht in dem PDF-UA-Check-Set, sondern warum ist das ein Quality-Check? I would have to look into that. My intuition says that it's maybe not explicitly, that it's not maybe, I'm not 100% sure, but my feeling is that it's not maybe explicitly forbidden. However, it just wouldn't make a lot of sense. Mhm.
That being said, if it is in the PDF UA standard, then you can expect it to be coming into the PDF UA checks at some point soon. Mhm. Genau. Ja. Also letztendlich eine Schwäche der Spezifikation, das gibt es. An manchen Stellen ist sie einfach unscharf. Also dort steht jetzt nicht explizit, dass 2 L-Bodies nicht erlaubt sind, aber 2 L-Bodies, die würden also wir kommen immer von der Softwareseite her und ein Reader oder eine assistive Technologie, die hat dann erstmal das Problem, Moment, welchen L-Body sollte ich jetzt lesen oder auf welchen sollte ich jetzt zugreifen, weil der L-Body sollte den Inhalt eines List-Items zusammenfassen. Und wenn ich da 2 habe, dann ist dort ein Widerspruch da. Und deswegen hier der Check, dass ihr das nicht manuell machen müsst, sondern dass ihr das hier also ihr habt hier die Softwareunterstützung, solche Fehler zu finden, die typischerweise von schlechten Prozessoren herrühren. Ja, genauso ein Beispiel, wie Regina gezeigt hat, gerade wenn es dann über einen Seitenumbruch oder einen Spaltenumbruch geht, dann werden da manchmal doppelte L-Bodies erzeugt und solche Fehler könnt ihr über diesen Quality-Check finden. Keine Frage hierzu, dann würde ich sagen, schauen wir uns den nächsten Quality-Check an. And just to add to that, I just looked it up in the standard, and in the PDF standard, it is allowed to have multiple L bodies, and the PDF UA standard doesn't limit it sufficiently, I think, and that's why it does live in the quality check. So I just verified it. Mhm. Anyway, we'll Super. move on to the Vielen next Dank. check. Ja. The next check is completeness of table elements, or Vollständigkeit der Table-Elemente. And so this check attempts to determine if a table is probably complete, as in there exist header tags and content tags. So there would be THs and TDs. Of course, there is maybe some theoretical case where a table might only be existing of TDs or THs. However, our idea is that's most likely uncommon. However, to account for that, if there is no TH in a table, or if there is no TD in a table, we only warn in this case. And if the table contains at least one TH and at least one TD, then we pass. And so, Regina? Danke, Patrick. So, wie gehabt, wir schauen bei PAC, wo genau die Warnung liegt. Die Datei besteht jetzt eigentlich fast nur aus der Tabelle und Überschrift. Genau, also die ganze Tabelle ist hier markiert. Und wir schauen jetzt bei Access PDF, was genau fehlt, ob TH oder TD. Und beheben das dann dort auch direkt. Wir öffnen die Tags und sehen, dass die Tabelle nur aus TDs besteht. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, welche TDs sollen zu THs werden, die dann entsprechend markieren und hier bei Eigenschaften umbenennen. Und dann ist es noch wichtig, dass man den Geltungsbereich definiert. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten bei Access PDF. Entweder hier dann Tabelle, Geltungsbereich, die wären dann als Column oder diese 2 dann als Row. Oder noch eleganter geht das mit dem Table Tool. Es geht auch schneller, dann würde man die TDs markieren und dann jeweils eine Verbindung herstellen zu den THs. Dann zur Überprüfung kann man in der Vorschau sehen, dass das jeweils zugeordnet ist. Genau. Hier kann ich vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil so wie du es gerade gezeigt hast, eine Tabelle, die nur aus TDs besteht, an sich von dem Gitter her korrekt ist, die würde weder im
automatischen UA-Checkset noch im WCAG-Checkset einen Fehler auswerfen. Aber sie ist natürlich nicht barrierefrei, weil genau das fehlt. Es fehlt die Auszeichnung der Tabellenüberschriftenzellen und deren Verbindung. Ja, welche Datenzelle gehört zu welcher Überschriftenzelle? Genau das, was du gezeigt hast. Und es kam so häufig vor, weil viele Leute gesagt haben, ach, PEG zeigt ja keinen Fehler, meine Tabellen sind korrekt. Und trotzdem konnten Screenreader-User nichts mit den Tabellen anfangen, weil genau diese Zuweisung gefehlt hat. Das heißt, die Tabelle war letztendlich unzugänglich. Man wusste nicht, Moment, wie sind die Daten zu verstehen? Und deswegen gibt es diesen Quality Check, der hilft euch jetzt, solche Tabellen zu identifizieren, wo die Tabellenüberschriftenzellen fehlen. Und UA und WCAG haben ja bereits jetzt schon einen Fehler ausgespuckt, wenn es Überschriftenzellen gab, aber keine Zuordnung. Ja, dann haben die beiden Checksets ja jetzt schon einen Fehler gemeldet. Das heißt, es braucht immer beides. Es braucht die THs, die Tabellenüberschriftenzellen, und es braucht diese Zuordnung, wie Regina auch gezeigt hat, jetzt am Ende noch ganz elegant mit dem Tabellentool, wie ihr die Verbindung herstellen könnt zwischen Datenzellen und Überschriftenzellen. Also das nur so zur Erläuterung. Und ich glaube, also da gibt es bestimmt viele Dokumente, wo genau dieser Check anspringt, also wenn es dort Tabellen gibt, weil das oft sehr häufig gemacht wird, dass es dann Tabellen gibt, die keine Überschriftenzellen haben. Hier gibt es noch Kommentare dazu. Also erstmal noch ganz kurz, führen denn mehrere L-Body-Tags zwangsläufig zu Problemen, beispielsweise beim Lesen mit Screenreadern? Oder kann es auch sein, dass das nicht auffällt? Genau, also typischerweise ist es so, wenn solche Sachen solche Fehler wie mehrere L-Body-Tags auftreten, dann ist nicht garantiert, wie eine Software damit umgeht. Es kann sein, dass sie das einfach übergeht, aber du hast das quasi mit deinem Dokument nicht mehr unter Kontrolle, das zu steuern. Und letztendlich versuchen wir das euch so beizubringen, dass ihr mit eurem Dokument steuert, wie es verarbeitet wird, weil sonst wird es dem Zufall überlassen. Das heißt, es kann sein, dass manche assistiven Technologien das dann einfach übergehen, wenn sie sagen, oh, ich kann nichts damit anfangen, also gehe ich einfach irgendwie weiter. Andere machen dann vielleicht gar nichts oder lesen dann nicht, weil sie nicht wissen, Moment, soll ich das jetzt noch lesen oder nicht? Und um das zu vermeiden und hier ein konsistentes Nutzererlebnis zu ermöglichen, wollen wir euch beibringen, dass ihr hier nur auf ein L-Body-Element setzt. Und weiterer Kommentar von Josephine, Verdacht Layout-Tabelle, wenn keine TH vorhanden sind. Ja, guter Hinweis, das kann natürlich sein, dass also es gibt ja auch Layout-Tabellen, die es an für sich nicht geben sollte, oder man sollte die linearisieren, ja, weil Tabellen sind letztendlich nur für Daten, die in Form einer Matrix organisiert sein sollen, die angemessene Darstellung, die angemessene Semantik. Und bei Layout-Tabellen, das wäre natürlich die zweite Möglichkeit. Entweder wurde vergessen, die Überschriftenzellen auszuzeichnen, oder ihr habt eine Layout-Tabelle und dann solltet ihr die linearisieren. Linearisieren heißt, dass ihr diese Struktur, dieses Gitter auflöst und das in eine genaue Reihenfolge bringt der Elemente. Also bei einem Briefkopf wäre das zum Beispiel denkbar, ist so ein typisches Beispiel, wo das oft so gemacht wird, oder so Bild-Unterschrift-Kombinationen, manchmal in Word-Dateien helfen sich Leute, indem sie dann Layout-Tabellen benutzen, um das Layout irgendwie zu fixieren. Übrigens mit Access Word könnt ihr das von vornherein schon linearisieren in Word und dann kommt das nicht im Nachhinein. Das nur so als kleine Fußnote. Gut. Dann würde ich sagen, nächster Quality Check. Great. So the next and the second to last that we will talk about today is note elements are referenced. Note-Elemente werden referenziert.
So note tags are, of course, they should be referenced by link tags within the document. And if anyone had joined us for the previous session, we look at this link destination very similar to how we try to match up table of contents items to headings. So we only accept certain destinations that we consider accessible. And the long story short is that when we find a link that is pointing to a footnote or a page, an endnote, then we pass. If we can't find a link that is pointing with an accessible destination to this note tag, then this is a warning. And so, Regina? Mhm. So. Wie Patrick schon gesagt hat, es ist eine Warnung. Schauen das hier nochmal. Es gibt 2 Notes in diesem Dokument, die beide nicht verlinkt sind, und das können wir beheben in der Access PDF. Genau, wir haben im P sind die entsprechenden Labels schon getaggt. Das heißt, wir können jetzt mit Ziele erstellen, einen Verweis auf die Fußendnoten machen. Hier kommen dann die entsprechenden Ziele und dann muss man das Ziel jeweils auf das richtige Label ziehen. Immer schauen, dass der Pfeil grün ist, damit das da richtig rein kopiert wird. Genau, und dann ist der Link zur Note erstellt. Der springt dann nur in eine Richtung, nicht von der Note zurück in den Text. Schauen uns das nochmal bei Pack an. Sind natürlich Fehler, weil die Linkanmerkungen nicht verbunden sind, aber der Quality-Haken ist jetzt da. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Es gibt ja immer die Kombination, wenn ich einen Fehler korrigiere, kann es sein, dass dann ein UA-Fehler oder ein WCAG-Fehler auftritt. In diesem Fall ging es jetzt um die Linkbeschreibung, den Contents-Key-Eintrag zu einem Link, der hier fehlt, den man auch per Knopfdruck dann in Access PDF einfach hinzufügen kann. Und mich würde noch interessieren, Patrick, wir gehen jetzt davon aus, also wir durchsuchen, nur um den Check richtig zu verstehen. Wir durchsuchen quasi ein Dokument, okay, gibt es dort Note-Tags, die ja für Fußnoten oder Endnoten stehen, und wenn es jetzt keine Links gibt, die auf diese Fußnote gehen, dann sagen wir, hey, Moment, guck mal, Warnung, hier gibt es Fuß- oder Endnoten, auf die überhaupt nicht gesprungen wird. Exactly. I couldn't have explained it better myself. That was absolutely correct. And I think it's a very good point. What you bring up is that we check one direction. We only check if there are link notes referring to the notes, not that if those notes are then referring back to some location in the document. But you explained it very well. Danke, Patrick. Okay. Und es ist natürlich, es wäre immer besser, in beide Richtungen zu springen. Es ist keine harte Anforderung, aber natürlich ist es für die Nutzer viel bequemer. Es gibt viele Reader, also der Adobe Reader zum Beispiel, hat ja schon auch die Möglichkeit, man kann zurück zur letzten Ansicht. Das heißt, wenn man zur Fußnote springt, könnte man zurück zur letzten Ansicht, dann würde er wieder auf das Label springen, wo man losgesprungen ist. Also es gibt dort Fallbacks, aber die beste Lösung, wir haben das auch mit Menschen mit Behinderungen durchexerziert und getestet und entwickelt. Also die Lösung, die jetzt zum Beispiel in Access Word ist, dass man hin und her springen kann. Das ist nur ziemlich aufwendig, das manuell zu machen im Nachhinein. Also deswegen, hier wird die Minimallösung genommen, dass man zumindest zu einem, also zur Fußnote springt. Und das prüft der Quality Check. Keine Frage hierzu. Dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Quality Check, der auch die Notes betrifft. Exactly. This is note elements contain label elements. So note Elemente enthalten label Elemente. So it's a very simple check that
footnote tags should contain an LBL or a label tag. And if this is not the case, we have a warning. If this is the case, then it is a pass. And Regina, I think you have one last example for us. Yeah, Yes, maybe of course. a short Yeah. question already, Yes, Patrick. course. Labels. Can you explain for where should you use labels? Because I guess a lot of users, also die meisten Benutzer, sorry, dass ich jetzt gerade, die meisten Benutzer, die würden jetzt ein Label in einer Liste vermuten, also für ein Aufzählungszeichen. Wo kann man denn noch überall Labels einsetzen? Was ist genau die Funktion eines Labels? Well, like we saw in the last document with Regina, that there were labels. So if you have the 1 or the little 2 in superscript, these are, of course, treated as labels, and then also in the footnote as labels, so that we can identify which one belongs to the other. So we can match up, the 1 belongs to the 1, or the star, or the cross. Mhm. I don't know if you're thinking of another example. Ich denke zum Beispiel auch bei Inhaltsverzeichnissen, die ja auch eine Art Liste sind. Wir haben ja heute damit zu tun in unserer Arbeitsgruppe. Immer mittwochs ist auch diese internationale Arbeitsgruppe. In einer Stunde, 15 Minuten beginnt es. Genau. Und da geht es nämlich um Inhaltsverzeichnisse. Das heißt zum Beispiel solche Nummerierungen zu Kapiteln, ja, erstens oder 1.1 oder Kapitel 1, das könnten auch Labels sein. Und ich frage deswegen, weil zum Beispiel in Acrobat gibt es eine Prüfung, die bemängelt, wenn Labels verwendet werden außerhalb von Listen. Aber Labels bezeichnen einfach etwas. Die können einen Absatz bezeichnen oder wie hier jetzt bei einer Fußnote, eine Fußnotenreferenz. Labels können in vielfältiger Weise eingesetzt werden. Die können in Überschriften vorkommen, genau wenn es jetzt nummerierte Überschriften sind. Und das möchte ich hier, also diesen Mythos, den Acrobat fördert, dass Labels nur in Listen vorkommen, das möchte ich hiermit widerlegen und sagen, nee, Labels, die sind ganz vielseitig, die dürfen auch gemäß der Spezifikation an ganz vielen Stellen vorkommen und die bezeichnen einfach ein anderes Element etwas näher, wie jetzt hier, dass Sie es nummerieren, wie jetzt bei einer Fußnote zum Beispiel oder auch bei einer Überschrift. Ganz oft sind es Nummerierungen, kann aber auch, wie du gesagt hast, Patrick, über einen Stern oder ein Kreuz oder sowas sein. Es ist quasi wie eine Kennzeichnung, eine Bezeichnung eines anderen Elementes. Dafür werden Labels benutzt. Okay, jetzt Regina. Ja, ich mache weiter. Hier ist die Warnung. Wieder 2 Node-Elemente, die kein Label enthalten. Also hier die Superscript 1 und 2 sind nicht als Label getaggt. Das können wir beheben bei Access PDF. Hier sind jetzt die Labels und der restliche Content schon jeweils eigenständig als Inhaltselemente markiert. Wir fügen ein neues Tag ein und benennen das in Label um und schieben dann das Inhaltselement in das Label. Und ja, man sieht, dass die Superscript 1 jetzt im Label ist. Und genau das Gleiche machen wir jetzt nochmal hier. Soll ich es noch zeigen, Markus, oder reicht Ich glaube, das ist okay. Okay, ja. Von dem einen Mal. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Hier nur noch mal, falls diese Frage kommt, ja, Moment, warum brauche ich denn dieses Label? Muss ich das denn so trennen? Also vorhin kam ja die Frage mit den 2 L-Bodies oder sowas, jetzt kommt hier Label. Und es gibt eine Kernanforderung an barrierefreien PDFs, das ist ja das Fundamental 5, die Basisanforderung 5. Das ist sowohl von PDF-UA, in der WCAG gibt es das in analoger Weise, ist die angemessene Semantik.
Und angemessene Semantik heißt, wenn ein Inhaltselement eine eigene Rolle hat, ja, also jetzt wie eine Überschrift oder ein Link oder ein Zitat oder ein Listeneintrag, dann muss es auch dementsprechend mit dem richtigen Tag gekennzeichnet sein. Und jetzt haben wir hier nun mal ein Label. Josephine hat schon gepostet, was, also Label gleich Beschriftung, Aufzählungszeichen und so weiter. Also wie es in der PDF-Spezifikation 1.7, also ISO 32000, beschrieben ist, also dass das Label wirklich vielseitig einsetzbar ist. Und ich habe immer so ein Standardbeispiel, warum das auch getrennt sein sollte, beispielsweise auch bei Fußnoten wie hier oder bei Listeneinträgen. Stellt euch vor, die Fußnote, dort würde stehen 3 Fische und 5 Brote. Und jetzt wäre 3 Fische wäre eine Zahl, also Zahl 3 Fische und 5 Brote. Und jetzt wäre das die Fußnote 1, das Label. Wenn jetzt das Label Teil des Absatzes wäre, Teil des Ps, wie es jetzt hier zum Beispiel bei der zweiten Fußnote noch so ist, ja, dann ist das Label quasi in diesem Absatz mit drin. Dann wären es plötzlich 13 Fische und 5 Brote. Das heißt, man würde sogar einen falschen Inhalt bekommen. Also nicht nur, dass das Label nicht identifizierbar wäre für Software und dementsprechend angemessen präsentiert werden kann, sondern man würde vielleicht sogar noch den Inhalt verfälschen. Ja, also das sind immer solche Feinheiten, deswegen achtet darauf. Es geht wirklich auch um Genauigkeit, um Angemessenheit auch der Semantik und letztendlich um Maschinenlesbarkeit, weil Software ist ja nichts anderes wie, also wenn man mit Software über so ein Dokument geht, also ein Screenreader ist quasi eine Maschine, die das dann auswerten muss. Und so Programme brauchen einfach unsere Hinweise, die brauchen die angemessene Semantik, um wirklich gleichwertigen Zugang für alle Nutzer bieten zu können. Noch Fragen zu diesen Notes, Fußnoten? Im Moment nicht. Sehr schön. Dann sind wir am Ende unserer Runde jetzt zu den Quality Checks. Also vielen Dank, Regina, Patrick, für diese Einführung und für die Erläuterungen dazu. Und, ja, danke. Hier ist noch ein Hinweis. Ja, oben ist noch, die habe ich übersehen. Ist es ein Problem, wenn ich von mehreren Stellen auf die gleiche Fußnote verweise? Das ist jetzt eine gute Frage, weil das kommt öfters vor. Ja, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stern habe und dann habe ich eine Erklärung unten. Es ist für das Verlinken jetzt, wie Regina es gezeigt hat, also dieses eindirektionale, monodirektionale Verlinken, ja, in die eine Richtung, wäre es kein Problem oder ist es kein Problem. Das lässt sich hinkriegen. Nur stellt euch vor, ein blinder Nutzer oder eine blinde Nutzerin würde jetzt da runterspringen von einem der Sterne. Wohin soll der Screenreader sie dann wieder zurückführen? Das heißt, bei Zurück zur letzten Ansicht würde das noch gehen, also dann wäre das okay, ja, dann würde man wieder dorthin gelangen, aber man kann solche Links, solche Verlinkungen nicht hin und her verlinken, weil es ja dann mehrere Zugangswege zu dieser Fußnote geben würde. Deswegen die Antwort, okay, wäre wenn man es nur in eine Richtung verlinkt, kein Problem. Man kann halt nicht zurücklinken und dann muss der Nutzer, es bleibt eine gewisse Unsicherheit, ob der Nutzer wieder zurückfindet, aber deswegen aus der Hinsicht wäre das okay. Ist nicht ideal. Das heißt, wenn es sich irgendwie redaktionell vermeiden lässt, dann würde ich solche Fußnotenverweise, die von mehreren Stellen auf eine Fußnote gehen, die würde ich vermeiden. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann macht diese in eine Richtung die Verlinkung und dann bleibt eine gewisse Unschärfe. Aber es ist jetzt nicht, dass das jetzt nicht zugänglich wäre oder dass das jetzt eine riesige Barriere wäre. Gut, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch beiden, mit allen, die dabei waren, jetzt auch für die Fragen. Wir haben noch ein paar.
Hinweise. Zum einen natürlich fragt ihr euch bestimmt, wann gibt es denn die nächste Ask the Expert Session und wer ist da mit dabei? Ich habe eine gute Nachricht. Es geht nicht um Quality Checks. Da hatten wir jetzt wirklich viele Sessions und das ist toll. Ich glaube, das habt ihr gut verstanden. Setzt die ein. Wir sind natürlich immer gespannt auf Feedback zu den Quality Checks oder wenn ihr Ideen habt für Quality Checks. Uns kommen ständig neue Ideen. Patrick setzt die gerne um, dann in PAC. Und also wenn ihr da Ideen habt für Quality Checks, Anregungen, Feedback, bitte sendet es uns. Wir hören sehr gerne auf unsere Nutzerinnen und Nutzer. Und die nächste Ask the Expert Session, die wird erst im September sein. Da stricken wir noch mit heißer Nadel dran, wer das dann sein wird. Wer das erfahren möchte, Hinweis auf unseren Newsletter. Monatlich verschicken wir einen Newsletter, wo genau immer diese Events drin stehen, die als nächstes kommen. Es sind auch Wissenshäppchen drin oder Informationen zu Aufzeichnungen, wann bestimmte Aufzeichnungen verfügbar sind von uns. Und wenn ihr wirklich mit PDF-Barrierefreiheit regelmäßig zu tun habt, dann lohnt sich das. Tragt euch ein. Miriam hat gerade den Link gepostet. Einmal im Monat bekommt ihr den dann zugeschickt, diesen Newsletter. Und dort wird dann auch angekündigt werden, wie es im September weitergeht. Wer nicht so lange warten möchte, es gibt aber weitere Events, weitere Webinare. Diesen Monat ist Access Word dran. Da gibt es diese kostenlose Schulung zu Access Word. Ich vermute, viele von euch kennen das schon. Wer Access Word kennenlernen möchte oder den Tipp jetzt an Kolleginnen weitergeben möchte, sehr gerne. Das ist am 13. Juni, auch 15 Uhr. Die kostenlose Schulung zu Access Word. Dort seht ihr dann auch, wie zum Beispiel Fußnoten, wie ihr die direkt von Word aus, da kann man die super gut machen. Man setzt einfach in Word das Fußnotentool ein, Access Word macht den Rest. Das ist das Prinzip bei Access Word. Vieles, was wir jetzt hier gesehen haben, funktioniert dort einfach out of the box und ihr bekommt überall grüne Haken, so wie man sich das dann wünscht. Und wir haben noch weitere kostenlose Online-Seminare diesen Monat am 19. Juni zu PAC, also zu PAC selbst. Auch da wieder die Empfehlung, wahrscheinlich kennt ihr das alle schon, wenn ihr da Kolleginnen und Kollegen habt, die sich noch nicht so gut auskennen, da gibt es diese Kurzeinführung. Also das ist für Einsteiger eine Einführung, wie man mit PAC prüft. Also nicht nur die Quality Checks, sondern grundsätzlich auch das PDF-UA und das WCAG-Checkset, Screen Reader Preview und all das. Und dann haben wir noch einen weiteren Hinweis für alle, die in Österreich sind, aber alle anderen dürfen auch kommen. Es ist ja das IKT-Forum am 8. und 9. Juli in Linz. Die Universität Linz mit dem KII organisiert es, eine ganz tolle inklusive Konferenz, ganz, ganz spannend zu digitaler Barrierefreiheit, zu Barrierefreiheit im Allgemeinen. Also mit vielen tollen Referenten und wir haben am 8. Juli, das ist der Montag, 8. Juli, haben wir ein ganzes Panel zur PDF-Barrierefreiheit. Da wird Klaas Posselt mit dabei sein, zu InDesign etwas machen, Janne Brönner zu PowerPoint und barrierefreien PDFs. Wir haben einen Use Case der Finanzmarktaufsicht Österreich und Birgit Peberg wird zu Access Word und Profi-Tipps, wie ihr noch besser und leichter und schneller barrierefreie PDFs aus Word heraus erstellen könnt, beitragen. Also wirklich spannend. Wer in der Nähe ist oder wer dorthin fährt, ich meine, Linz ist doch immer eine Reise wert. Man darf sich dann auch eine Linzer Torte abgreifen, ja, als Belohnung. Der ist dort herzlich willkommen. Schaut, meldet euch dort an. Und ja, das war's. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.